God with Israel, the focus is on Israel. Wenn wir uns die Geschichte Gottes mit Israel anschauen, dann ist der Fokus auf Israel. So we get a lot more details on that side, but we hardly get any details on the other side. Und wir erfahren viel mehr Einzelheiten von dieser Seite und sehr wenige von der anderen Seite. What happened these 400 years where God apparently was waiting in the lives of the Amorites? We don't know, we are not told. Was passierte über diese 400 Jahre hinweg, wo das Volk Israels gewartet hat in der Gefangenschaft im Land der Amoriter in ihrem Leben? Das wissen wir nicht. Das wird So uns nicht erzählt. we would actually depend on that information in order to balance the two things, but we don't have that information. Wir bräuchten jene Information, um das beides im Verhältnis zu sehen, aber wir haben jene Information nicht. And we don't find it in historical sources either, or rarely, Und wir finden diese Information auch nicht in historischen Quellen. Oder because those were small political units, small kingdoms. They did not have an extensive literal archive like bigger kingdoms. Das waren kleine politische Einheiten, kleine Königtümer, die hatten jetzt nicht so eine große Bibliothek wie große Königreiche. So the picture, was God good to Israel and bad to the other guys? That's what comes across, but it may not be. Also der Eindruck, dass Gott gut war zu Israel und schlecht zu den anderen, das ist, was wir so erhalten. And if Aber I es kann look, sein, dass das gar nicht so war. and if I look at the character of God also in the Old Testament, Und wenn ich mir Gottes Charakter anschaue, auch im Alten Testament, then I don't see a God who is random, sehe ich keinen Gott, der zufällig ist. but I see stories that make the appearance of a God who is random. Ich sehe aber schon manche Geschichten, wo es so aussieht, als wäre Gott zufällig oder willkürlich. So my question is, where do I depend on the stories, the information I get, or on God who stands behind it? Und was formt meine Meinung? Die Geschichten, die mir den Eindruck geben, dass Gott vielleicht willkürlich ist, oder der Gott dahinter? If I know that the stories lean more towards Israel and against the others, does that mean God is the same? Wenn ich merke, die Geschichte, die bevorzugen Israel gegenüber den anderen, denke ich dann, Gott ist auch so, dass er So he is Israel preferring Israel over others? bevorzugt dann Gott auch Israel gegenüber Or den does anderen? that mean God is to both groups just the same way, but he doesn't tell us everything about the other group? Oder könnte es sein, dass Gott gegenüber beiden Seiten gerecht ist, er uns aber nichts über die andere Seite sagt? Do you know the Narnia Chronicles from C.S. Lewis? Most people know it. Von Yeah. Narnia, von C.S. Lewis. I forget which volume it is, but in one volume it's two kids that are falling more or less through the schoolyard into the realm of Narnia, In to einem the Band, wall of the schoolyard. da fallen zwei von den Geschwistern quasi durch, oder zwei andere Kinder, ja, so, durch Ja. eine Schulmauer, Nächste Generation. durch eine Schulmauer in das Land Narnia. And then they see the lion and don't know him, so it's next generation, it's not the first generation. Dort sehen sie den Löwen, aber sie kennen ihn nicht. Das sind die nächsten Kids, die nächste Generation. And then I think it's Lucy and... No, it's not Lucy. Whatever. And the guy falls off the cliff and the lion blows him away. Und dann fällt der Junge von einer Klippe und der Löwe, der bläst ihn hinweg. And you wonder, what does this have to do with the Bible? So Und du fragst dich jetzt bestimmt, was hat das mit der Bibel zu the tun? girl is afraid of the lion, doesn't want to drink, and eventually gets into a conversation with the lion. Das Mädel, das hat Angst vor dem Löwen und möchte deswegen sie nicht umdrehen, um zu trinken. Und dann fängt sie an, mit dem Löwen zu reden. So eventually it's sorted out, but she keeps asking, what about him? The boy who fell off the cliff. Und mit der Zeit, da wird alles erklärt, aber das Mädel, das fragt immer wieder, ja, aber was ist mit ihm, der da von der Klippe And the gefallen ist? answer of the lion is, I'm telling you your story. His is another one. Und der Löwe sagt dir immer wieder, ich erzähle dir deine Geschichte, seine ist eine andere. And I think this is something that we should keep in mind when we read the Bible. God has told us a story, but not all of the stories. Ich denke, das ist etwas, was wir verstehen müssen, wenn wir die Bibel lesen. Gott hat uns hier eine Geschichte gezeigt, aber nicht alle Geschichten. But for all the other people groups that are involved in this story, I'm absolutely certain
He is the same just God as to Israel. Für all die anderen Völker, die in der Geschichte involviert sind, bin ich mir ganz sicher, dass Gott derselbe gerechte Gott ist, wie er es für Israel ist. And we see glimpses of that in the Old Testament. Und das schimmert immer wieder hervor im Alten We Testament. see a Rahab who becomes part of the genealogy of David. Wir sehen das bei Rahab, die Teil von Davids Stammbaum wird. We see a Ruth who becomes part of the people of Israel, although she's a Gentile. Wir sehen eine Ruth, die Teil des Volkes Israel wird, obwohl sie eine Heidin ist. So it's not that God is black and bad to all others and white and good to Israel. That's not the case. Es ist nicht Gott, dass Gott schlecht ist zu allen anderen ist und gut zu Israel. But we are not told every detail, and that's challenging, I know. Aber uns wird nicht jede Einzelheit erzählt und das ist herausfordernd. So my question is usually, can I still trust God even if I don't get the information I would like to have? Meine Frage ist dann also immer, kann ich immer noch Gott vertrauen, obwohl ich nicht alle Informationen bekomme, die ich gerne hätte? And there is a lot of information I would like to have in the Bible, Und in der Bibel gibt es viel Information, die ich gerne noch hätte, but I don't have it. aber die habe ich nicht. So with that information, what I have, can I still trust God? Mit dieser Information, die ich aber habe, kann ich damit Gott vertrauen. And in most situations I can, and sometimes it's a bit more challenging. Meistens kann ich das gut und manchmal ist es ein bisschen herausfordernder. So I'm not sure if that's an answer, but maybe it helps to think in a certain direction. I don't know. Ich weiß nicht, ob das eine klare Antwort ist, aber vielleicht hilft es dir in eine bestimmte Richtung damit. So we're not told all stories in the Bible, just some. Es werden nicht sämtliche Geschichten erzählt in der Bibel, nur manche. And that should be enough for us to live with them and to trust God. Ich glaube, das sollte für uns genug sein, dass wir mit diesen Geschichten leben können und Gott vertrauen können. Okay? Ja. Ich habe auch noch mal eine Frage. Also eigentlich, die bezieht sich jetzt nicht wirklich auf die Richter, aber eigentlich auf die ganze Bibel. Im Alten Testament, da sieht man Gott als ein zorniger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der auch Menschen straft und tötet. Und im Neuen Testament ist sein Charakter so viel anders. Dort wird er als liebender Vater dargestellt. Und das, natürlich ist auch dort, tötet er auch dort Menschen, aber sein Charakter hat sich irgendwie geändert. Und hängt das mit Jesus zusammen, weil dann Jesus kam, dass sein Charakter so anders war? Oder In the Old Testament. Oder hat sich sein Charakter Genau. überhaupt verändert? In the Old Testament. Es heißt ja, dass er ein Gott ist, der sich nicht ändert Genau. eigentlich. Ja. Deswegen kann es ja eigentlich nicht sein, dass er sich da geändert hat an seinem Charakter. Also muss es ja mit Jesus zusammenhängen dann, Ja. oder wie? Also sogar. Entschuldigung. Good. And in the Old Testament, God comes across as an angry God, as a zealous God who kills people. In the New Testament, God comes across more as a loving Father. Rarely he also kills someone, but mostly he seems to really be more a God of love. So why did God change in character? Does that have to do with Jesus, or maybe he didn't change in character? I mean, it says in the Bible that God doesn't change, but then what does that still have to do with Jesus, or what's going on? I think it has to do with the big message of both parts of the Bible. Ich glaube, das hat mit der Hauptbotschaft der beiden Teile der Bibel zu tun. You remember this oval that I showed you, the circle with the stories and so on? Erinnert euch an dieses Oval, das ich euch gezeigt habe mit den verschiedenen Geschichten. God was trying to show the people, you do need me, you need salvation from yourself. Gott hat versucht, den Menschen zu zeigen, ihr braucht mich, ihr braucht Rettung von And euch selbst. in general, that's the focus of the Old Testament, to show that they need salvation, and if they don't have it, it goes wrong. Allgemein ist das der Fokus des Alten Testaments, zu zeigen, dass sie Rettung brauchen und wenn sie es nicht haben, dann läuft es falsch. So in general, if you want to show that, you must emphasize what's going wrong and how God has to correct or punish what's going wrong. Und wenn man das betonen will, dann muss man zeigen, was falsch läuft
und wie Gott das korrigiert und bestraft, was falsch läuft. Now, with Jesus, starting with Jesus, God tries to show the people how He will save them, so how it can be right. Mit Jesus, angefangen mit Jesus, zeigt Gott den Menschen, wie er sie retten will. So, Also wie es richtig werden kann. therefore, the focus is totally different. Das heißt, der Fokus ist da ganz anders. So he says, explains basically that this is how you can be saved, Erklärt ihnen, das ist, wie ihr gerettet werden könnt. and that's what I always wanted for you, basically. Und das wollte ich von Anfang an für euch. So the emphasis is on the positive side, Die Betonung liegt also auf der positiven Seite. but that has always been the goal also in the Old Testament. Aber das war schon immer das Ziel, von Anfang an, und schon auch im Alten Testament. But you cannot communicate these two parts the same way. It's not possible. Aber diese zwei Aspekte kann man nicht auf die gleiche Art kommunizieren, das No. ist nicht möglich. How does God achieve this goal? Wie erreicht Gott jetzt dieses Ziel? By taking the necessary punishment upon Himself. Indem er die notwendige Bestrafung auf sich selbst nimmt. So it actually, the Old Testament illustrates to us what Jesus took upon Himself. Und so zeigt uns das Alte Testament, was Jesus alles auf sich selbst genommen hat. That God is willing to forgive everything, even the mess we would find in Judges, Dass Gott bereit ist, alles zu vergeben, sogar diese Verwirrung, dieses Durcheinander, was wir in Richter sehen, if people turn to Him. wenn Menschen sich ihm zuwenden. Now, if we look into genocides on our earth today, which are happening, Anschauen, was heute in der Welt an Völkermord passiert, it's terrible. ist das schlimm, ist schrecklich. But God would be willing to forgive if people turn. Aber Gott ist bereit zu vergeben, wenn sich Menschen zu ihm hinwenden. And that is His commitment. Das ist Seine Hingabe. seine Hingabe. He would do that because He said, I will do it. Er wird das tun, weil er hat es versprochen. Even this. Sogar das wird er vergeben. Okay. So God is willing to pay an enormous price by taking it upon Himself. Gott ist bereit, einen riesigen Preis zu bezahlen, indem er das auf sich nimmt. So I don't think the character of God has changed, Ich glaube also nicht, dass sich Gottes Charakter but verändert the hat. focus of the message has changed. Aber ich denke, der Fokus der Botschaft hat sich verändert. But in order to explain how He wants to save them, He had to explain what went all wrong and from what they needed to be saved. Aber um ihm zu erklären, wie er sie retten will, musste er zuerst zeigen, was alles falsch gelaufen ist und von was er sie retten muss. Does that make sense? Yeah. So forgiveness is an enormous thing that God is doing. Seine Vergebung ist also eine riesige Sache, die Gott tut. And I think we cannot even imagine how much God loves us, so He's willing to forgive. Und ich glaube, wir können uns kaum vorstellen, wie sehr Gott uns liebt, dass er bereit ist, uns zu vergeben. We may not experience that. Maybe there are little things in comparison to others, what He's forgiving us. Vielleicht erleben wir es eher so, dass es kleine Dinge sind bei uns im Vergleich zu anderen, die Gott uns vergeben muss. But he is forgiving if we are seeking Him, and that's amazing. Aber er ist bereit, alles zu vergeben, wenn wir ihm nachgehen. Okay, is that good? I think you can also say that in the Old Testament you can find a lot of things about God as a loving Father. Oh yes. Right? In the New Testament you can also find a lot of things about God as a just judge, and the wrath of God. Yeah. And it's interesting to see this, even though the focus in both is different, you can still find both of those also. Ja. Also im Alten Testament findet man auch viel über den liebenden Vater, wie man im Neuen Testament genauso über den Sohn Gottes findet. Also es ist nicht so hervorgestrichen, aber beides findet man eigentlich in beiden Teilen. And I think in the church of our day, it's more likely that in normal Sunday preachings, we've ignored God's wrath. That's why we're so shocked by it in the Old Testament. Und in unseren Kirchen heute, vor allem in Predigten am Sonntag, ist es wie ein bisschen, dass wir den Zorn Gottes ignorieren oder ausblenden und dann sind wir schockiert, wenn wir es lesen im Alten Testament letztlich. So that's a challenge for us to realize that there might be a side to God that we haven't been
taught very much either. Und das ist eine Herausforderung, dass da eine Seite da ist bei Gott, über die wir nicht viel erfahren haben bis jetzt. But God is good. Aber Gott ist gut. Ja. Okay, Ruth. Back to English. Ruth is a very nice, simple and coherent book. Ruth ist ein sehr schönes, einfaches und zusammenhängendes Buch. It's a pleasant story. Es ist eine angenehme Geschichte. It starts a bit challenging, but then it turns into a very pleasant story. Sie fängt mit einer ziemlichen Herausforderung an, aber dann wird daraus eine sehr nette, entspannte Geschichte. There is absolutely no chaos. Es gibt keine Verwirrung. So if you read Judges, and especially how it ends, and then you read Ruth, you think of, are we in two worlds here? Wenn man das Buch der Richter liest, vor allem am Ende, und dann zu Ruth kommt, dann denkt man sich, bin ich in zwei unterschiedlichen Welten gelandet. Because it's so different to Judges. Es so anders ist als Richter. People are nice, they are helping each other, they are not doing what is good in their own eyes, but what is good for others. Die Leute sind nett, sie helfen einander, sie tun nicht das, was in ihren eigenen Augen gut ist, sondern was für andere gut ist. There is still no king in Israel. Auch hier gibt es keinen König in Israel. But that's how people should live when you look at the story of Ruth. Aber genauso sollten Leute leben, denken wir uns, wenn wir die Geschichte Ruth anschauen. And interestingly enough, that is how people lived, even during the time of Judges. Interessanterweise war es so, wie die Leute auch lebten, selbst während der Zeit der Richter. But in Judges we don't read much about it, we read it in Ruth. Aber im Buch der Richter lesen wir davon gar nichts, sondern das lesen wir in Ruth. Now, the book of Ruth starts with kind of a prologue. The story, because of a famine, moves to Moab, outside of Israel. Das Buch Ruth fängt mit so einer Art Prolog an, wo die Geschichte von Israel nach Moab springt, wegen einer Hungersnot. Famines were quite often the case in these areas. Hungersnöte waren ein ziemlich häufiger Fall in diesem Gebiet. The reason is there was not many ways to retain water in these areas. Es gab nicht viele Methoden, um Wasser zu speichern in diesem Gebiet. The ground is made up in a way that geology that the water disappears and you cannot keep it. Der Erdboden ist dort so beschaffen, geologisch, dass das Wasser sehr schnell versickert, das kann man nicht aufbewahren. So if you want to keep it, you have to dig wells. Um das Wasser irgendwie aufzubewahren, muss man Quellen, muss man Brunnen graben. And I think, did I copy a well for you or no? No, I didn't. No. Okay, sorry. So digging a well was a big process and it took a long time and a lot of people. Ein Brunnen zu graben, das war eine ganz schöne Arbeit, das hat viel Zeit gekostet und einige Leute dazu gebraucht. So basically it meant money. It was something that you needed to pay for. It wasn't easy. Man musste dafür Geld einsetzen, man musste dafür bezahlen, das war nicht einfach. So if there is no water, there is no harvest. Ohne Wasser gab es keine Ernte. If you don't have a harvest, you don't have grain. Ohne Ernte hatte man kein Getreide. Now, if you have some grain to sow for next year, Wenn man noch etwas Getreide übrig hatte, um es nächstes Jahr auszusehen, but you don't have grain to eat, what do? aber kein Getreide zum Essen, was macht man dann? Keep it and hunger, eat it and don't sow. Es aufbewahren und verhungern That's the option. oder es essen und nichts mehr zum Aussehen haben. Which often happened. Vor dieser Wahl standen sie auf. Okay, you can buy grain, Okay, man konnte Getreide auch kaufen. but if the dry period was extended in a larger area, you cannot even buy grain. Wenn die Dürrezeit aber so lange andauerte in einem großen Gebiet, dann konnte man nicht mal mehr Getreide kaufen. So one dry period could have an effect on several years, basically, this Eine way. solche Dürrezeit konnte dadurch mehrere Jahre beeinflussen. And therefore it resulted in hunger. Und damit führte sie zu Hunger. So the people moved to Moab. The plains of Moab were a bit more fruitful. Und dann sind diese Menschen nach Moab gezogen. Dieses Gebiet war ein bisschen fruchtbarer. Before it turned into a desert, obviously, then it's not fruitful anymore. Bevor es dann in späterer Zeit zu einer Wüste wurde, dann war es natürlich nicht mehr
fruchtbar. because it was mainly plains and they kept the water a bit better than the hills that were in Israel and so on. Dieses Gebiet war im Prinzip eine Ebene und da ist das Wasser etwas länger geblieben als in den Hügeln von Israel. So they would try and live there and make some income and do some gardening. Dann sind die also dahin gezogen, haben versucht, dort irgendwie ein Einkommen zu bekommen, ein bisschen was selbst an Landwirtschaft zu betreiben. So basically, that's the situation where then Naomi's husband first dies, Das ist also im Prinzip die Situation. Und dann stirbt zuerst Naomis Mann, then the sons, dann ihre Söhne. and then she is a widow with 2 widows. Sie ist dann also eine Witwe mit 2 Witwen. And both widows are from Moab, not from Israel. Beide dieser anderen Witwen kommen aus Moab, nicht aus Israel. So the question is, what do we do now? Und die Frage stellt sich, was machen wir jetzt? Now, later in the story, we realize Naomi still has land in Israel. Später in der Geschichte wird uns klar, Naomi hat noch Land geheim in Israel. So to move back and make something out of that may be the best solution. Also zurückzuziehen und daraus irgendwas zu machen, vielleicht ist das die beste Lösung. And Naomi tries to keep Ruth and Ophrah in Moab, in their surrounding. Naomi versucht, Ruth und Ophrah in ihrer Umgebung zu What is it? halten. I think for the kids it is true. Ah, okay. Das ist es von den Kindern, die Schaukel ohne das Metall. May well be. Ja, That, it's okay. It's fine. Die Schaukel. Nein? It's an animal. Okay. Ah, okay. Goose or so. Ja. Yeah. Because they definitely have chicken and other Ah, okay. birds there. So maybe you should change your lunch and then it's quiet again. Ja. My mother did it the other day. Okay, so let's get back to Ruth. Ophrah decides to go back to the family and she won't have it very easy there. Ophrah entscheidet sich zurück zu ihrer Familie zu gehen, wo sie es nicht so leicht haben wird. Because she was married and is a widow, usually that means you're not getting married very easily anymore. Weil sie verheiratet war und jetzt Witwe ist, wird sie es nicht so leicht haben, nochmal einen Mann zu finden. So she depends on the family that she can be supported somehow. Sie wird also von ihrer Familie abhängen, dass die sich irgendwie unterstützt. And Ruth decides to go with Naomi and says, I'm yours, your God is my God, the famous words. Ruth entscheidet sich mit Naomi zu ziehen. Sie sagt im Prinzip, ich bin dein Gott ist mein Gott, diese berühmten Worte. So they go back and then Ruth cares for Naomi. Sie gehen also zusammen zurück und Ruth kümmert sich dann um Naomi. Now, this story with the field where she was gleaning in the field, that's the term that is used. Die Geschichte, wo sie aufgelesen hat auf dem Feld, This is based on some instructions in the law, again, die basiert auf Anweisungen aus dem Gesetz, where poor people or foreigners were allowed to take from the edges of fields so they could survive. wo es den Armen oder den Fremdlingen im Land erlaubt war, am Rand vom Feld etwas abzuernten, damit sie überleben konnten. So basically, the Israelites were instructed not to cut everything so those people would find some way of survival. Die Israeliten waren angewiesen, es ging die Anweisung an sie, dass sie nicht alles abernten sollen, damit jene Leute auch noch etwas finden, womit sie überleben können. Which means if that took place, and apparently it did, Wenn das befolgt wurde, und scheinbar wurde es, then we are dealing with an owner of a field who really understood the law and practiced it. dann sehen wir hier also einen Besitzer dieses Feldes, der das Gesetz wirklich verstanden hat und auch angewandt hat. Okay, so he did it. Der hat das gemacht. And then we realized that this guy named Boaz put a little extra on top. Und dann wird uns klar, dass dieser Boas sogar noch ein bisschen mehr getan hat. Because he thought, that's a nice lady, this Ruth, she can take some more. Er hat sich gesagt, das ist eine nette Dame, die Ruth, die kann noch ein bisschen mehr mitnehmen. Okay, and Naomi understood what's going on. Naomi wurde klar, was da los ist. First of all, she must have known the guy, Naomi muss den Typen gekannt haben. because it's her family. Der war von ihrer Verwandtschaft. Okay. Secondly, she knew, oh, if he does that, at least he likes Ruth. Dann wurde ihr klar, okay, wenn der das tut,
dann magert die Brot zumindest. And that's what mothers-in-law or mothers always do. They try to arrange things. Schwiegermütter oder Mütter versuchen immer, so Sachen zu So she arrangieren. said, maybe we can arrange something here. So why don't you? And then she tells Ruth what to do. Sie hat sich gedacht, vielleicht können wir hier was in die Wege leiten. Also warum tust du nicht mal? Und dann erzählt sie der Ruth, was sie tun And muss. then they go. She sends her to the threshing floor, Sie schickt sie dann to the tenne. zur Tenne. Yeah. Now we're definitely at loss because those are terms that we are not necessarily used to. Und da stocken wir erstmal, weil das sind Worte, die wir nicht unbedingt kennen. So we have here a very beautiful picture of a painter or an artist named Karol Schnorr von Karolsfeld. I didn't invent the name. Hier haben wir einen schönen Stich oder so, ein schönes Bild von einem Kerl, der heißt Karol von Schnorr von Karolsfeld. von Karlsfeld. 19th, early 19th century. Aus dem frühen 19. Jahrhundert. He worked with his hands. He made these out of, yeah, I don't know how you do it, but he did it. Der hat dieses Werk angefertigt. He was an artist. His family is still around in this area and still artists. Karolsfeld, you find them here. Seine Familie ist heute auch noch Künstler, eine Künstlerfamilie. Here you Gibt's heute noch can hier in diesem Gebiet. So he made a picture Bible. You get pictures of the whole Bible from him. Und er hat eine ganze Bibel illustriert mit solchen Bildern. So I use that occasionally. Und ab und zu verwende ich die mal. So we have Ruth and Naomi going back here and Ophrah going back home. Hier sehen wir Ruth und Naomi, die sich zurück in ihr Land ziehen. He's very good. The art may be outdated, okay, but he's very good in bringing across the point of stories. It's very good. Das ist vielleicht nicht so ganz der heutige Stil, aber er schafft es sehr gut zu zeigen, worum es in der Geschichte geht. So one picture and we have half the story. In einer Geschichte hier sehen wir schon, in einem Bild sehen wir schon die halbe Geschichte. Next picture now is Boaz, Ruth, and the instruction to leave some of the sheep so she can get more. Very simple. Bild sehen wir mit einem einfachen Bild dargestellt. Einmal die Ruth, den Boaz und ihr Anweisungen erteilt, dass sie ihr extra ein bisschen noch was da lassen sollen. So, whole chapter summarized, or almost a whole chapter summarized in one picture. Wieder fast ein ganzes Kapitel hier in einem Bild So, zusammengefasst. the issue here is agriculture. Hier geht es um Landwirtschaft, You do everything by hand. wo alles noch von Hand getan wird. You take the sheaves, cut it by hand, bind it or put it on piles and then somebody binds it. Wo die Ähren genommen werden, von Hand abgesetzt werden und dann zusammengebunden oder zusammengelegt werden. And then you bring it to the threshing floor. Und die werden dann zur Tenne gebracht. And on the threshing floor, you basically, we have to start here, sorry. You make piles like this and then you thresh by hand. Und da werden dann hier solche Haufen gemacht und von Hand. They don't do it like this anymore in our area, so I had to get pictures from other places, but that's how it's still done. In unserem Teil der Welt wird das heute nicht mehr so gemacht, deswegen musste ich von anderswo die Bilder nehmen, aber so wurde das gemacht. So you have a strong stick and a strong rope on the top and a heavy stick at the top, and with that you beat the stuff the whole day. Man hatte so ein Instrument, mit dem man den ganzen Tag drauf gedroschen hat. When I grew up, we still had people in the village who did that, but that's long ago. Als ich aufgewachsen bin, gab es in meinem Dorf noch Leute, die das gemacht haben. And it was a very small village, that's the other side, farming village. Das So. war ein sehr kleines Bauerndorf. Okay, so that's how you thresh first. You separate the corn from the blade and from the rest, okay? So wird da also zunächst mal gedroschen. Man hat die Körner getrennt von dem Rest. Yeah. And then you bind the rest and you use it for other purposes. Und was übrig war, hat man dann zusammengebunden und zu anderen Zwecken verwendet. What do you do with the grain? You winnow it, and that shows how it's done. Was macht man mit den Körnern? Because it's still a lot of stuff around that you don't want, especially not in your bread. Gibt es immer noch eine ganze Menge Zeugs drumherum, das man nicht in seinem Brot haben will. So what you do is you bring it on a hill, and then you use it for other purposes. So you have a strong stick and a strong rope on the top, and then you bring it to the threshing floor. And then you thresh by hand. So
Man geht damit also, man bringt es also auf einen Hügel. It's usually the threshing floor outside the village, a bit of a wall around, not very high. Das ist so die Tenne, der Tennenhof.